Bei uns hat es Kletterverbot gegeben und da finde ich auch schon so, hey Mann, hört mal auf, weil Bewegung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich finde, solange der Mensch sich bewegt, macht er nicht irgendwie andere doofe Sachen. Also wieso soll man den Menschen verbieten, sich zu bewegen an Strukturen in der Stadt? I'd be curious to know what the doctor's motivation behind doing all of this was. Like, what is the fundamental reasons for them creating this guidebook? Kilo de Beurre ist 7, 6. Okay. Und das ist eine unglaublich grusige, siffige Betonwand gewesen. Nein, aber das ist irgendwo gleich ein Kunstwerk, jetzt aus heutiger Sicht. Ja, das ist genau der Punkt. Es ist als Kunstwerk konzipiert worden. Und das Resultat waren brutal scharfe Fingerlöcher und Killerleisten gewesen. Und da ist wirklich ganz Bern dorthin bouldern. Je reicher, desto mehr Stuckaturen, desto mehr Griffe, desto interessanter. Meistens, wenn es schöne Form hat im Sandstein, ist es eine furchtbare Sandung. Schade. Ja. Komm auf den Punkt, da kann man einbouldern. Weil eigentlich sind wir ja nichts anderes als grosse Kinder. Es hat dann zumal noch nicht wirklich Trainingshallen gegeben und wir konnten trainieren. Also war es recht naheliegend, dass man einfach schaut, in der Stadt, wo es coole Orte, wo man klettern kann. Und so ist das entstanden. Und als dann die ersten Konflikte sind aufgekommen, das ist dann, als ich dann ein bisschen politisiert geworden in Bezug auf das, wo ich gefunden habe, hey, aber du kannst doch nicht einfach aus deiner Angst heraus quasi mir verbieten, dass ich mich in der Stadt, ja, dass ich mich gütlich tue an diesen Strukturen, die da oben sind. Es ist nicht ein revolutionärer Prozess, aber es hat gleich etwas Revolutionäres, weil es ist so «Reclaim the Street», im Sinne von, man braucht nicht viel Geld zum Anfang. Du kannst eigentlich sogar in deinen Turnschuhen schon klettern. Du brauchst nicht einmal ein Magnesiumsäckchen und durch das ist es auch nicht ein elitärer Sport. Es ist auch nicht wichtig, wie gut man ist. Man kann, wenn man anfängt, sofort so viel Spass haben wie der grösste Spitzensportler. Überhaupt jetzt mal, es ist nicht abhängig davon, wie viel du trainierst. Der Spass wird nicht grösser, der Spassfaktor. Etwas zu machen, weil wir das cool gefunden haben. Wir haben nicht gedacht, dass es so viele andere Leute auch cool finden und dass es so lange geht. Wir waren jung. Die Stadt war recht politisch aufgeladen in dieser Zeit, wegen Zaffaraya, wo
eine Siedlung war, wo Leute gewohnt haben, die geräumt wurde. Es hat Demonstrationen gegeben. Es hat eine strenge Polizei gehabt, ein strenges Polizeiregime, wo halt die Jungen auch ein bisschen darunter gelitten haben. Sobald irgendetwas Neues ist aufgekommen, was man in der Straße gemacht hat, ist es abgeklemmt worden. Und aus dem heraus ist das dann auch ein bisschen entstanden, der Wunsch, auch ein bisschen, ja, die Stadt ein bisschen zurückzuerobern und etwas zu machen, was hier möglich ist. Und es war ja nicht nur das Klettern. Also Skater und andere Junge sind eigentlich mit genau der gleichen Sache konfrontiert worden wie wir auch. Also wir als Junge sind schon in einer Zeit gross geworden, die noch rebellischer war. Ich glaube, es ist schon viel reglementierter geworden als früher. Wie der Barry korrekt gesagt hat, man konnte dann noch mehr ausprobieren. Und ich glaube, man hat den Jungen auch mehr zugetraut. Man hat gesagt, geh mal raus, probier. Hab Fun und pass einfach auf. Und hab Sorge zu dem, was du vorfindest. Und heute, ich merke das selber auch als Eltern, wie ich das Gefühl habe, man traut den Kindern auch ein bisschen weniger zu heutzutage. Man lässt sie gar nicht mehr so raus, man lässt sie gar nicht mehr so ausprobieren. Und das merkt man irgendwie in der Stadt auch an, denkt es mir. In der Stadt klettern habe ich einfach immer sehr cool gefunden, weil man an Strukturen klettert, die in dem Sinn ein bisschen wie in der Natur. Es ist nicht gemacht worden zum Klettern, sondern es ist einfach dort. Irgendjemand hat die Fuge mal gemacht, als Fuge. Hat sich aber nicht überlegt, dass sich dort vielleicht jemand mal dran hat. Und so die Zufälligkeit hat mich immer fasziniert. Plus hat es einem einfach auch geholfen, also mit einer speziellen Perspektive die Stadt anzuschauen. Es war ein super kreativer Prozess. Man ist primär mal klettern, man hat Fotos gemacht, man hat sich inspirieren vom Ort, man hat Text geschrieben. Und ich habe die Texte sehr gerne. Sie sind so ein bisschen jung und rebellisch, aber sie haben auch etwas Poetisches. Und nachher haben wir die Sachen wirklich kopiert, ausgeschnitten und mit Leimstift wieder eingeklebt. Das ist wirklich absurd. Vom Layout her, da würde sich wirklich jemand, der daraus kommt, würde es nicht verstehen. Aber Mal, eben schon. Das finde ich jetzt eben nicht Bombe. Es ist schon so, das war von uns eine bewusste Entscheidung gewesen. Und es hat absolut schreckliche Beispiele von Kletterführern. Und wir haben ganz bewusst diesen Weg gewählt. Wir machen jetzt etwas oldschool. Und lustigerweise haben wir offenbar genau mit diesem Nerv getroffen. Die Leute haben den Führer cool gefunden. Ganz viele, die gar nicht bouldern. der öffentliche Raum sollte nutzbar sein. Klar, es sollte nicht Interessenkonflikte geben, das Fest ist schon klar und das Zeug sollte nicht kaputt gehen, aber grundsätzlich ist es ein bisschen wie beim Skaten oder es gibt noch andere Sportarten, Urban Golf oder ich weiß auch nicht, wo es echt darum geht, du brauchst den öffentlichen Raum als Spielplatz. Und das soll nicht nur irgendwie einer Klientel vorbehalten ist, die zahlt, sondern dass es eigentlich allen zugänglich ist. Egal wie alt, egal wie reich, egal wie stark, das spielt keine Rolle. Wirklich so Horror-Art Brüt-Architektur. Du musst nicht sagen, es ist grusig, es sieht scheiße aus und dich darüber aufregen, sondern du musst dir überlegen, hat es coole Griffe? Kann ich irgendwie aufpiatzen? Hat es einen Sloper, den ich nehmen kann? Das ist der Spirit und so kann man sich seine Umgebung näher richtig etwas rausholen. Ich habe die Sachen einfach gemacht, weil ich Lust hatte drauf.
Und es war mir eigentlich gleich gewesen, ob jetzt ein Verbot ist oder ob das erlaubt ist. Jetzt für mich selber war es keine politische Komponente gewesen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich bouldere jetzt, weil man es nicht macht. Ich bin wie der Barry, also wir haben es gemacht, weil wir es machen wollten. Und ob es jetzt legal war oder illegal, war wirklich scheissegal. Wir haben es einfach gemacht.